Ich bin es mir wert, mich zu beruhigen, mich zu besinnen und daran zu glauben, dass ich den ruhigen Atem verdient habe, der durch mich fließt und mir Frieden schenkt. Ich bin Clara Luis und ich bin Musikerin und Lyrikerin. Also ich habe in meinem Leben natürlich auch schon schwierige Phasen erlebt. Ich hatte depressive Episoden, hatte starke Selbstzweifel und das hat mich natürlich auch sehr geprägt. Also wenn man eine Depression hat, dann ist man sehr stark davon beeinflusst. Eigentlich funktioniert nichts mehr normal und da versucht man irgendwie einfach durchzukommen. Insofern würde ich sagen, nimmt das einen sehr starken Einfluss auf das gesamte Leben, auf das Privatleben, das Innere, das Äußere. Aber es gibt auch einen Weg, damit umzugehen und das behandeln zu lassen. Das ist mir auch ganz wichtig, das zu betonen, weil auch wenn man lange aushalten muss oft und es Phasen gibt, wo man das Gefühl hat, da wird wahrscheinlich nichts mehr sich bessern, ist es so, dass es trotzdem irgendwann besser wird und man muss diese Schwelle überschreiten und darf den Glauben einfach nicht aufgeben. Und dann ist es irgendwann wieder so wundervoll, dass man denkt, gut, dass ich ausgehalten habe, dass das nur eine Phase meines Lebens ist. Ich habe es dann geschafft, dass es mir besser ging, dadurch, dass ich einfach auch sehr viel geschaut habe auf mich selbst. Also ich habe Therapie in Anspruch genommen. Mir hat halt immer sehr stark geholfen, zu schreiben, Musik zu machen, irgendwas zu machen, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich wirklich ich selbst sein und werde nicht bewertet, sondern kann einfach alles rauslassen, was in mir ist. Und Lieder oder Texte gelesen habe, wo ich das Gefühl habe, da versteht mich jemand. Oder selbst Lieder oder Gedichte schreiben konnte, wo ich das Gefühl habe, ich verstehe mich selbst besser. Also ich glaube, dieses Verständnis, das Gefühl zu haben, das ist echt und authentisch und einfach so, wie es ist, das hat mir immer geholfen. Wenn der Weg zu weit erscheint und du fühlst dich so allein, lass die Lichter drin an, bis du wieder sehen kannst, wenn der Weg zu weit erscheint. Lass die Zeiger weiter drehen, lass alles ruhig mal stehen, halte durch, wenn du mich hören kannst. Also wenn ich einen Song schreibe, beginnt es allermeistens so, dass ich die Gitarre nehme und einfach ein bisschen spiele und dann kommt vielleicht eine Melodie oder auch nicht. Und wenn diese Melodie kommt, dann singe ich irgendwas, irgendwelche Fantasieworte. Manchmal kommt auch ein echtes Wort bei rum. Und ich zeichne das einfach schon mal mit auf, dass ich das nicht vergesse. Also ich glaube, es ist ganz hilfreich und wichtig, dass man sich von diesem Stress befreit. Dass jetzt jedes Mal, wenn man es probiert, was zu schreiben, dass da jetzt was Großes bei rauskommen muss. Das finde ich schon mal sehr befreiend. Und es ist ja so, dass ein Song oder ein Gedicht ja trotzdem sehr viel Spielraum lässt, dass jeder sein eigenes Leben darin wiederfindet. Mittlerweile motiviert es mich enorm, dass Menschen mir schreiben, dass ihnen meine Texte helfen oder Verständnis schenken, Hoffnung schenken. Und ich muss es dann aber auch immer wieder loslassen, damit es auch so frei und echt bleiben kann, wie es bisher ist. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wer ich war, als ich zum Beispiel 16 war und jetzt mit 31, das sind schon zwei Welten und das spiegelt sich auch in dem wider, was ich musikalisch mache oder was ich schreibe. Ich habe definitiv auch Phasen in meinem Leben, wo ich nichts Kreatives mache, also wo ich einfach mich um andere Dinge kümmere und das ist auch, glaube ich, gut und ich würde behaupten, ich mache es bewusst, mir diese Pausen zu nehmen, wo ich jetzt nichts erschaffe, weil ich glaube, man braucht auch wieder Input, man muss wieder was erleben, erfahren irgendwie, dass man dann auch wieder genug Ideen hat, um was Neues zu kreieren. Ich merke schon, dass in erster Linie für mich sehr wichtig ist, dass ich mich einfach weiterhin ausdrücken kann, entfalten kann mit dem, was ich mache und dass das mir entspricht, dass ich mir nicht zu viele Gedanken darüber mache, wie das von außen wahrgenommen wird, sondern dass ich mir das bewahre als das, was es eigentlich auch für mich von Beginn an ist und war, nämlich auch für mich irgendwie so eine kleine heile Welt, die ich mir erschaffe und hoffentlich auch irgendwie anderen Menschen das auch so ein bisschen mitgeben kann. Und das möchte ich nicht verlieren. Und ich wünsche mir für mein Leben, dass es möglichst frei bleibt, dass ich das so entfalten und bespielen kann, wie ich das möchte, dass viele liebe Menschen in meinem Leben sind, dass es einfach meiner Vorstellung nach schön ist, dass es so eine Basis gibt, die einen durch verschiedene Lebensphasen bringt.